Steht auf Alarm. Entweder wir machen gar nichts, einer hinfährt. Trotzdem, das erregt voll die Aufmerksamkeit, dieser Alarm. Der war so laut. Der war Corona. Ob das ein Zufall ist. So Leute, wir brauchen kein Licht mehr. Biene Meier. Was ist das denn? Hockeyschläger? Alter, schaut euch diese Schlittschuhe an. Ja, herzlich willkommen Leute zum heutigen Video. Heute Nacht wird es in die Eishalle gehen und das Spannende an dieser Location ist, dass ich in dieser Eishalle als Kind schon Schlittschuh gelaufen bin. Wir waren in dieser Location schon mal, dabei haben wir einen Alarm ausgelöst und sind dann ganz schnell geflüchtet. Hier können wir jetzt mal hineinschauen. Man sieht auch, dass das Licht brennt. Also wer hat hier den Strom angelassen, Leute? Und dort oben übers Dach werden wir in dieser Nacht die Eishalle betreten. So Leute, es ist jetzt mittlerweile 0:33 Uhr und wir befinden uns wieder vor der verlassenen Eishalle. Wir waren ja eben schon mal ganz kurz hier, die Lage abgecheckt und jetzt schauen wir mal, ob wir einen Eingang finden und wie es da drin aussieht. Und das Licht war übrigens immer noch an, Leute. Ey, ihr dürft jetzt ohne Scheiß keine Türen aufmachen, ne? Keine Tür, ich weiß. Die sind alarmgesichert. Hier vorne haben wir noch ein aktives Schwimmbad, was aber jetzt aufgrund von Corona natürlich zu hat. So, Leute, wir müssen jetzt ganz rechts an der Wand entlang gehen, ja? Und vorsichtig. Das ist eine ganz heiße Nummer. So Leute, hier geht's jetzt aufs Dach. Halt mal einer fest, ey, halt mal einer fest. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Dach. Eissporthalle. Ich hoffe, hier sieht uns jetzt keiner. Meinst du? Ist das nicht hoch? Kommst du wieder hoch? Gleich? Die kannst du hochziehen. Okay, probier mal. Leute, hier ist Glitter-Action. Ey, wie hast du das gemacht? Der festhalten wie so ein Bergsteiger runter. Ich rutsche ab. Ey. Die Kollegen sind hier durchgegangen gerade. Ey, das war so scheiße. Ja, ich weiß. Jetzt geht rechts. Runter, runter, runter. Gegeneinander. So lang. Hier sind wir damals reingegangen, Leute. So, Mädels, Abfahrt. Bisschen runter.
So Leute, wir sind jetzt hier im Billardbereich. Hier konnte man früher oberhalb der Eishalle Billard spielen. Hier vorne haben wir noch eine alte Kasse, die war vor 4 Wochen, stand die noch woanders. Die wurde wohl aufgebrochen von den Leuten, wollten das Geld hier draus haben. Hier haben wir eine alte Airhockey-Platte, Merkur, auch nicht schlecht. So, hier sind wir im Barbereich, Leute. Hier unten ist die Eisfläche. Da steht eine riesige Box. Guckt euch das mal an, Leute, wie riesig diese Eishalle ist. Die Türe, die letztens in Alarm ausgelöst hat, ist jetzt offen. Das heißt, hier hat sich einiges getan, Leute. Der Spielautomat, der ist auch weg. Der ist auch nicht mehr da. Was, da stand die Stelle? Den Spielautomaten hat einer geklaut. Weil die Kasse auch eine aufgebrochen hat. So, und da oben haben wir die Alarmanlage, Leute. Mit Schlüssel dran. Das heißt, wir könnten die theoretisch ausstellen. So, und wenn man diese Tür aufmacht, geht der Alarm los und das ist uns nämlich passiert. Vor 4 Wochen. Und die Kasse, die ich gerade eben gefunden habe, die stand da vorne. Ne, die steht hinten, hat aber einer aufgebrochen. Habe ich gesehen. Office. Red Bull. Den mache ich auf gar keinen Fall auf. Der ist doch voll kaputt, aber der ist aber hart, ne? Trotzdem, nein, auf ist schon. Das ist genau derselbe braune Sender wie da hinten. Aber komisch, dass die Tür Komisch, dass die Tür auf ist. Wie kann Alarm losgegangen, aufgelassen, weißt du, das kann sein. Schauen wir mal, was wir im Barbereich noch so haben. Aber wir gehen hier rein. So. Nein! Harry, wenn der Alarm losgeht, ist es mit... Ja, kann sein, dass da noch ein Alarm drin ist, Bewegungsmelder oder so, ne? Jede Tür, wir gehen auch auf. Leuchtungsalarm, ja. Diese... Guck mal, du kannst den Schlüssel vielleicht drehen. Offen, wir können es eigentlich aufmachen. Warte mal. Ich will nicht rumspielen, ne? Die zeigen auch Alarm an, ne? Ja, hier ist er bei uns angegangen, bei der Tür. Die zeigen auch Alarm an. Die Alarm sind das rot und blinken, bedeutet Alarm. Unscharf, guck mal, brennt auch. Das heißt, dass er schon an war oder was? Und nicht mehr ausgeht. Guck mal, INT scharf. Ja Leute, das sah also alles anders aus hier. Hier haben wir die ganzen Paulaner 05er Gläser, Bitburger 03er Gläser, Kronkorken, die hier gelagert wurden. Trotzdem, das erregt voll die Aufmerksamkeit, dieser Alarm. Der war so laut. Der war ist ja auch außerhalb. Der ist nicht richtig, der ist drin und draußen. draußen hängen und Lautsprecher. Aber der war so laut, ohne Scheiß. Der Hut hing auch noch an einer anderen Stelle Ja, letztens. lass trotzdem mal da reingehen, Harry. Corona? Hier steht 14, 1, 14, vielleicht 14, 1, 14, ich weiß nicht. Ob das ein Zufall ist, Leute? Corona des Bewahrers. Ich hab noch eine ganze Flasche, ne? Ganze Kassen. Okay Leute, da haben wir einen Zugang gefunden. Jetzt können wir hier auch in die Eishalle runter. Hier haben wir den alten Fußball. So Leute, wir brauchen kein Licht mehr. Da stand ich eben, Marius, als ich gesagt habe, das Licht ist hier an. Also heute Mittag. Was kannst du hier? So Leute, hier haben wir diese Automaten, die wir immer auf der Kirmes sehen,
wo sich diese Scheibe hier immer nach vorne schiebt. Sogar mit echtem Geld. 5-Cent-Stücke sind hier drin, 2-Cent-Stücke. Und die ganzen Coins hier, Leute. Sieht das nicht hammer aus? Ja, Mädels, und hier haben wir Mega Games. Biene Meier. Yeah. Ja, Leute, hier haben wir die alte Kasse, das Büro. Hier war dann der Eingang damals, Drehkreuz. Alte Schlittschuhe. Alter Rechner. Schlittschuhe, Leute. Niegelnagelneue Dinger. Ja, hier war dann quasi der Verleih der Schlittschuhe. Leute, hier ist alles voll. Hockeyschläger. Auch nicht schlecht. Ja, hier wurden die Schlittschuhe dann alle entsprechend geschärft, poliert. Mit diesen Maschinen hier haben wir auch wieder einen Eishockeyschläger. Also das ist wirklich erste Sahne. Also das ist wirklich unglaublich, Leute. Schaut euch diese Schlittschuhe an. Hier haben wir dann die Karten zum Verleihen. Das heißt, ich stehe jetzt hier quasi auf der anderen Seite. Hier auch die Nummern. Und hier sind wir in der Eishalle, Leute. Hier die Spinde für die Klamotten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Schnürsenkel. Restposten. Sonderpreise. Extra stark reduziert, Leute. Ja, hier haben wir Schoner für die Hockeyspieler. Also das ist wirklich unfassbar. Hier sind wir im Kassenbereich. Strom funktioniert noch. Hier fährt gerade ein Auto lang. Und hier saß dann der Herr und hat abkassiert und den Eintritt verlangt. Hier haben wir alte Rolls. Hier stand dann damals der Eintrittspreis drauf, beziehungsweise der Preis, den der Kunde zu zahlen hatte. Und hier konnte man auch noch alte Snacks erwerben. Oh, 80 Cent für Airways. Eigentlich relativ gleich geblieben, der Preis, würde ich sagen. Also Leute, was hier wirklich abgeht, ist unfassbar. Vor allen Dingen, wenn man hier als Kind schon selber auf der Bahn Schlittschuh gelaufen ist. Also das ist wirklich ganz großes Kino. So Leute, ihr hört, die Akustik verändert sich sofort. Ich stehe jetzt hier in der riesigen Eishalle. Ja, hier die Spinde, ne? Bitburger Werbung.
Hier haben wir auch wieder schöne Automaten. Sogar mit Süßigkeiten drin, Leute. Hier haben wir auch wieder einen alten Automaten. Eistreff Hitparade. Stehen die ganzen leeren Fässer rum. Mich interessiert es auch, ob hier noch eine Eismaschine steht, mit der das Eis hier wieder frisch gemacht worden ist. Haben wir noch altes Boxensystem hier überall. Beleuchtung hier war dann auch freitags, samstags immer der DJ drin. In der Eissporthalle gab es dann quasi ein Disco laufen. Hier haben wir jetzt wieder was ganz Feines entdeckt. Was haben wir denn da hinten? Hier haben wir noch alte Spielautomaten. Freunde des gepflegten Lost Places. Mussten leider alle schon sehr leiden hier. Haben die Leute natürlich versucht, das Geld hier rauszubekommen, die vor uns hier waren. Hier haben wir die Rollen der Automaten. Bezirksliga, erster Platz. Schaut euch diese riesige Halle an. So, hier geht es jetzt mal nach oben. Wo dann damals Zuschauer standen. Hier haben wir noch einen sehr schönen Merkur-Automaten. Der ist wirklich noch super erhalten. 1 Euro, 2 D-Mark. Die Frage ist, warum der noch so gut in Schuss ist und die anderen so zerstört worden sind. Ach Quatsch. Wir befinden uns hier jetzt in der verlassenen Spielhalle. Das war mir früher gar nicht bewusst, dass die miteinander verbunden waren. Und hier ist das alte Häuschen, wo die junge Dame dann das Geld gewechselt hat. Hier haben wir noch den alten Drucker von der jungen Dame. Hammer. Hier liegt ein weiterer Spielautomat. Dieser wurde auch leider komplett aufgebrochen. Hier riecht es auch wirklich nach Bar. Hier konnte man damals auch Pommes bestellen etc. Und hier haben wir wieder einen Automaten mit Sachpreisen. Sehr cool. Was wurde denn hier zuletzt geordert? Ja, Cola, Fanta, Menü Currywurst, Menü Cheeseburger, Bratrolle Currywurst, Cheeseburger, Eisburger. Eisburger? Hört sich cool an. Hier haben wir den Kondomautomaten. Den jemand aufgesprengt hat, beziehungsweise aufgebrochen hat. Cherry, knallrote Kondome mit frischem Fruchtaroma. Yeah! Die bereits eben erwähnten Spinde haben wir hier. Da vorne sind die Hockeyschläger.
Und hier haben wir noch ein paar Kartons alter Schlittschuhe. €39,90. So Leute, die Kollegen meinten, dass das Büro noch relativ interessant ist und dort kommt auch komplett Licht. Die Frage ist ja auch, Leute, wer bezahlt das ganze Licht? Und ich habe einen Beitrag gelesen in der Zeitung, dass, beziehungsweise im Internet, dass die Eishalle im März bzw. April abgerissen wird. Demnach wollten wir unbedingt nochmal hier rein und dann schauen wir uns jetzt mal das Büro an. Ganz viele Kassetten. Kompletten Stromzähler. Wundert mich, dass diese nicht mehr laufen, obwohl ja eigentlich Strom brennt überall. Ja, hier konnte man halt alles steuern. Sei es Licht, sei es Musik etc. Uralt. Uralt die Teile. Einfach haufenweise Schallplatten drin, Leute. Haufenweise. Hier geht's weiter. Kann ich meine Lampe hier ausmachen? Kalender ist von 2009. Uralte Bildschirme von Philips. Hier haben wir den Tresor. Massenhaft Karten. Leute, dieser Computer funktioniert einfach noch. Was ist das denn? Also das hatte ich wirklich noch nie. In einem Gebäude, in einer Eishalle von 2009. Ich gehe mal wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir schauen jetzt, dass wir hier langsam rauskommen. Und bleibt sauber. Haut rein.